Moin zusammen. Heute machen wir mal ein bisschen was für mein Blood Bowl Stadion. Wie ihr seht, ich habe fleißig ausgedruckt mit meinem Filamentdrucker. Das Ganze gibt es bei Krankenstudio und das verlinke ich euch unten. Ja, das ist eine ganze Menge. Das sind 64 Vierecke. Und weil ich ein fauler Hund bin, habe ich die einfach mit schwarzem Filament gedruckt, mit grüner Grundierfarbe vorgrundiert. Und weil ich euch nicht langweilen wollte, das mal ohne Video gemacht, die weißen Kreuze ausgemalt und die 2 Tore werden wir noch fertig machen in einem extra Video. Ich wollte euch nur mal zeigen, so sieht das Filament normalerweise aus und das ist der Haufen, den ich jetzt bemalen muss. Aber keine Sorge, nicht in diesem Video. Ich wollte euch nur kurz zeigen, wie ich eine Platte davon mache. Ja, fangen wir auch gleich an. Ihr braucht dazu Holzleim, Wasser, weil wir den Holzleim ein bisschen verdünnen werden und natürlich Grasstreu. Da könnt ihr euch frei entfalten, was euch besser gefällt. Zuerst trage ich viel Holzleim auf die Fläche auf. Holzleim deswegen, weil der durchsichtig wird und super gut hält. Jetzt tropfe ich überall mit dem Pinsel noch ein bisschen Wasser dazwischen. Weil ich habe festgestellt, das funktioniert besser, als wenn man den irgendwie 1:1 mischt. Ich mache das lieber immer so. Überall mal ein paar Tropfen hin und dann einfach über die Fläche komplett gehen mit einem dicken Pinsel. Da achte ich natürlich darauf, dass ich die Kreuze nicht einschmiere. Lässt sich natürlich nicht verhindern. Die sind nämlich nicht besonders groß. Aber das stört ja auch eigentlich nicht, wenn dahinter ein bisschen Grasstreu drauf klebt. Ich meine, schaut euch mal so ein Footballspiel an. Da sieht man die Linien hinterher auch nicht mehr so schön weiß. Ne? Die sind natürlich auch schlammig und voller Gras etc. Manchmal sogar kaputt gemacht. Das machen wir jetzt mal eben. Und wenn wir das fertig haben, werden wir das Grasstreu benutzen. Wie gesagt, das ist von Krankenstudio, diese Platten. Die haben mehrere. Die sind schön gestaltet. Ich habe jetzt den Filamentdrucker dafür genommen, weil ich gesagt habe, da ich Grasstreu und etc. drauf machen möchte, muss ich natürlich dieses, ja, die haben da halt auch Steine modelliert und Stöcke und sowas, das seht ihr nachher. Aber ich wollte die halt nicht bemalt haben, ich wollte wirklich Grasstreu haben. Deswegen habe ich die mit dem Filamentdrucker gemacht und ich konnte sie dadurch auch dünner machen, weil normalerweise sind sie dicker. Was aber blöd wäre, weil ich ja vorhabe, das Ganze auf ein Holzbrett zu kleben. Oder drauf zu kleben. Und dann drumherum noch Sachen wie Würfeltürme, Tribünen, die Wetteranzeige beim Blood Bowl, die Punkteanzeige beim Blood Bowl, die Duckouts beim Blood Bowl. Das alles soll drumherum, ein Bierstand soll mit drum, ein Burger oder ein Essensstand. Also wirklich so, als wäre es halt, ja, als wäre es einfach nur Blood Bowl, ne? Also wie man es kennt halt. Oder Football, American Football. Und da kann ich euch, wie gesagt, das Set oder die Sets von Krankenstudio sehr empfehlen. Die finde ich ganz gut. Mit dem Resin-Drucker sind natürlich die Details um einiges besser. So, dann nehmen wir jetzt noch Grasstreu, nachdem wir mit dem Leim fertig sind und streuen das großzügig, wichtig, großzügig überall drauf. Ich meine, bei Bases geht das immer ganz gut, da kann man das Base reintunken. Geht natürlich bei der Größe jetzt nicht. So, das verteilen wir überall schön. Und dann können wir das gleich ein bisschen abklopfen. Und dann werdet ihr sehen, dass das echt super funktioniert so. Wie gesagt, kann man auch super für Bases nehmen. Man kann natürlich auch kleine Steine, wenn man jetzt ein Ascheplattes machen möchte, oder hier so Glassplitter als Schnee oder so. Das kann man natürlich auch alles machen. So. Ja, das war jetzt ein Modul, was einfach und simpel war. Das war einfach nur flach und Gras. Bei diesem Set sind aber auch Module bei mit Steinen oder zum Beispiel mit dem Mittelfeld, ne, wo dieser Steinkreis ist. Mit dem Blood Bowl Zeichen drin. Hier die Touchdown-Zone, die habe ich schon mit Gras gemacht. Da habe ich natürlich keinen Leim auf die Steine gemacht. Und die werde ich jetzt einfach grau anmalen.
und hinterher mit einem Wash ein bisschen verfeinern. Ja, und dann sehen wir uns, wenn ich das fertig habe. Bis gleich, ihr Lieben. So, da sind wir wieder und ihr seht, sieht schon sehr, sehr cool aus, obwohl es nur ein Filamentdrucker war. So, hier ist dann das zweite und hier machen wir denselben Spaß nochmal. So, das haben wir auch. Und hier nochmal der dritte und der vierte. Wie ihr seht, da ist auch die Klappe drin. Die machen wir jetzt zuerst. Also die Platte, nicht die Platte. Ja. Ich meine die Luke, so, wo ja der Ball rauskommt. Und da fangen wir wieder mit den Steinen drumherum an. Die Metallteile mache ich schwarz, damit ich sie hinterher mit Silber trockenbürsten kann. Und dann natürlich noch das Holz von der Platte machen. Da gibt es auch mehrere Versionen. So, und dann haben wir das. Auf dieser Platte zum Beispiel sind noch ein paar Äste. Die male ich jetzt noch eben braun. Jetzt habe ich das Metall noch eben schnell silbertrocken gebürstet. Jetzt geht es noch ein bisschen an die Feinarbeit, beziehungsweise, ja, ich sag mal, wo ich drüber gebürstet habe, halt das Braun wieder in Braun verwandeln, damit da nicht silberne oder metallische Sprenkler drauf sind. Sähe, glaube ich, ein bisschen blöder aus. Beziehungsweise wahrscheinlich fällt es keinem auf, außer man weiß es. Aber das kennt man ja, ne? Ich weiß, dass da was ist und deswegen nervt es mich. Und wenn ihr das soweit fertig habt, könnt ihr vorsichtig den Holzleim auftragen und dann wieder Grasstreu drüber streuen und fertig ist es. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Lasst gerne ein Abo da oder einen Kommentar. Ich wünsche euch schöne Osterfeiertage. Wir sehen uns dann nächste Woche. Bye, bye.